So, hallo meine Lieben, ich bin heute wieder mal hinter der Kamera. Ob das was wird, liebe Freunde, ja. Ja, ich muss es ja irgendwann mal lernen. Meine Filmkünste waren in letzter Zeit auch nicht so brillant, weil ich mit dem Gimbal noch umzugehen lernen muss. Und ja, bitte Rita, wir hören dir zu. Christoph hat ein super cooles Shirt heute an. Aber das ist lange nicht gefunden, jetzt habe ich es wieder. Aus dem Legoland damals noch das Schnäppchenzelt, also für solche Sachen bringt sich das Schnäppchenzelt definitiv. Mittlerweile heißt es ja Outlet, also das nicht vergessen. Aber das ist eigentlich nicht das, was Christoph vorstellen wollte, sondern Christoph wollte eigentlich Sortiersysteme präsentieren. Richtig, endlich mal ein Thema, was euch interessiert, liebe Freunde. Ihr fragt uns ja immer wieder, es ist wirklich eine Frage, die immer wieder in den Kommentaren vorkommt, wie sortiert ihr eure Lego-Steine? Die Antwort ist, oder was ist die beste Art, Lego-Steine zu sortieren? Die Antwort darauf ist, es gibt keine, oder jedenfalls haben wir noch keine rausgefunden. Wir haben jetzt aber mal jede Menge Steine sortiert, oder besser gesagt ich, weil Rita das nicht interessiert. Ja. Wir haben im Legoland tonnenweise Steine gekauft, Konvolute gekauft, Bricklink-Bestellungen abgesetzt und so weiter. Und das Chaos wurde hier immer größer. Und wir haben jetzt wieder mal ein bisschen was Neues hier im Untergrund gemacht. Und zwar nicht die U-Bahn, sondern ein wenig in Richtung, ich weiß nicht, du filmst genau in die falsche Richtung als das, was ich eigentlich zeigen wollte. Falls ihr euch fragt, natürlich haben wir unsere alten Sortierkästen noch und auch die hier unten haben alle was für sich, muss ich sagen. Also ich könnte nicht sagen, dass ich das eine System super finde und das andere nicht. Ja, also die haben schon alle film mal her, nur damit unsere lieben Zuschauer wissen, wie das bei uns so funktioniert. Also das ist das ganz alte System, welches wir schon seit Anbeginn der Zeit haben. Das haben wir übernommen von einem großen Konvolut. Eine ganze Kiste mit Zweierplates. Dann haben wir hier alles Mögliche an Ritterteilen, Teile, die sonst nirgends reinpassen, große Teile. Da muss man natürlich ziemlich genau wissen, was wo drinnen ist. Dann reguläre Bricks. Speziell halt, wenn es eben zwei Böden sind, ist es größere Plates in kleineren Formaten, größeren Formaten und so weiter. Aber da muss man sich natürlich auskennen. Das, was ich euch heute zeigen wollte, findet man hier unter dem Stadtplatz und auch unter der U-Bahn. Und zwar haben wir, wie ihr vielleicht gesehen habt, in den letzten Malen Legoland ja wirklich sehr, sehr viele Teile gekauft. Und die kommen dort aus der Fabrik immer in solchen schönen Tütchen. Die sind sehr praktisch, da kann man die einsortieren, hat dann alle Steine bei der Hand. Das Problem ist nur, zu Hause angekommen, schaut man dann rein, macht vielleicht so wie wir ein kleines Haul-Video und dann verschwinden die Steine hier in einem ganzen Berg voller Säckchen und man findet überhaupt nichts. Und man sieht halt nicht so gut rein in die Säckchen. Also schon, aber nicht so gut. Ja, also ich finde, man sieht überhaupt nicht gut rein und das ist auch der Grund, warum wir viele dieser Teile eigentlich bis jetzt sehr wenig verbaut haben. Vielleicht habt ihr jetzt gemerkt, in den letzten Videos mit dem Park und auch mit der Verschönerung der Innenstadt mit den vielen Palmen, dass auf einmal sehr viele Teile aus dem Legoland reinkommen und das hat den Grund, jedenfalls für mich, dass ich die Teile jetzt finde. Warum finde ich die Teile jetzt? Weil sie nicht mehr in diesen eigentlich sehr schönen Säckchen drinnen sind. Verzeihung, sondern wir haben uns jetzt hier, und da würde ich gerne haben, dass du das mal filmst, solche Sortierkästen gekauft. Die sind von Amazon. Aussehen wie meine Figurenkästen. Das sind auch die gleichen, nur eine Höhe niedriger. Die gibt es ja in ganz verschiedenen Höhen und Dimensionen bei Amazon. Übrigens, ich weiß nicht, ob man das sieht, fungiert dieses Kästchen hier auch momentan sehr als provisorisch als Stütze für die U-Bahn, da das doch ein bisschen durchhängt von den vielen Teilen, die wir hier drauf platziert haben. Was haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben alle Positionen, alle Lots im Fachjargon, wo wir wirklich sehr viele Teile haben. Ist die gesamte Untergrundkonstruktion hier runter, haben wir hier jetzt mal einsortiert und das heißt, wir haben jetzt hier eine ganze Lade mit diesen sehr schönen, sehr seltenen Dreierblättern, Teil X8. Auch hier zum Beispiel, die waren übrigens beide ganz voll, also beide Laden waren ganz voll, jetzt ist die schon nur mehr zur Hälfte gefüllt. Dann haben wir hier Palmenblätter, auch die war fast so voll, dass man die nicht mehr zubekommen hat. Jetzt ist sie nur mehr halb voll, das heißt, da geht einiges weiter und dann haben wir hier Teile, die man für Baumkonstruktionen verwenden kann, allen vor allem natürlich diese Arches und ich glaube unten sind dann auch noch diese Viertelbaumstämme. Von denen haben wir jetzt schon einige verbaut. Die sind wirklich sehr, sehr brauchbar. Dann haben wir
ein Sammelsurium an verschiedenen Zaunteilen. Die waren alle dort hinten in diesen kleinen Sortierkästen drinnen, nach Farbe geordnet oder nach Art, weil da gibt es ja auch verschiedene, ich weiß nicht, ob du das vor die Linse bekommst, verschiedene Motive, gibt sogar noch ein paar andere. Jetzt haben wir hier einfach alle mal drinnen und wenn man da einen Zaun braucht, dann muss man sich halt die Teile raussuchen. Ist aber so jetzt viel bequemer als mit zig verschiedenen kleinen Lädchen, wo alles rausfällt und alles herumfliegt. Dann haben wir hier zur Gestaltung von Natur, ich sage jetzt bewusst nicht das Wort, alle möglichen Wedgeplates in sehr erdigen Farben, braun, grau und so weiter. Und auch, die haben wir mal ganz billig bekommen, die Teile in hell- und dunkelgrau, diese runden Plates, auch Steine, wenn wir die mal wo brauchen sollten. Die sind hier drinnen. Dann haben wir hier zwei. Oh, ihr seht, das geht schon wieder gar nicht mehr auf. Das hasse ich, wenn das so ist. Einer dieser verklemmt, auch aus dem Legoland. Burps, Slurps und wie sie nicht alle heißen, die sind jetzt auch hier drinnen. Dann haben wir hier Büsche. Da haben wir gar nicht mehr so viele. Da müssen wir, glaube ich, nächstes Mal beim Legoland wieder mal zuschlagen. In hell- und dunkelgrün oder hell- und normalgrün. Dann habe ich hier reingetan diese ganzen Steine zur Unterfütterung, wenn man mal irgendwo aufbauen muss. Das sind so Teile gewesen um 1 Cent oder sogar noch weniger. Die habe ich hier reingetan und auch hinten ein Säckchen mit vorgefertigten Straßenlaternen. Die sind schon mehr oder weniger fix zum Platzieren. Dann haben wir hier noch 2x2 in braun Rundbrick für Bäume. Genau, auch in diesem Säckchen sind, glaube ich, welche drin. Und man glaubt es kaum, eine leere Lade noch. Nein. Es geht aber noch weiter und zwar hier einmal um die Kurve. Da, glaube ich, braucht man die Lädchen gar nicht öffnen oder man kann natürlich. Rita, was sehen Sie hier? Blätter. Weiße Blätter, klein und groß, und hier die grünen in allen möglichen verschiedenen Varianten, beziehungsweise auch braun und violett sehe ich hier unten, beziehungsweise dieses Pink. Ja, alles, was man so alles braucht. Gemischt und da kann man sich dann einfach raussuchen, was man braucht. Wir haben festgestellt, Kasten wir brauchen gar nicht die Teile alle Sorten rein sortiert zu haben. Es genügt, wenn die irgendwie thematisch ein bisschen schön beisammen sind, denn zum Beispiel, wie es hier bei den Bäumen ist, da bauen wir bewusst helle und dunkle Blätter oder auch mal ein verwelktes Blatt ein auf einen und denselben Baum und dann kann man hier einfach reingreifen und hat eine schöne Mischung an verschiedenen Blättern. Wenn du, Rita, oder wolltest du noch was sagen? Das Einzige, das mir aufgefallen ist, es gibt keine Rollen auf diesen. Ja, aber ist eh klar, wenn die als Stütze fungieren, macht es auch keinen Sinn, dass die dann auf könnte man natürlich noch nachrüsten. Und wenn du dort nach hinten filmst, wo deine Minifigurenkästen sind, dann wirst du was mit Rollen sehen. Und zwar gehen wir vielleicht nach hinten. Dann, Moment, ich helfe dir auf. Es geht nicht mehr so einfach. Wir haben bei Hofer oder wie er bei unseren deutschen Freunden heißt, Aldi, diese Sortierkästen noch gekauft. Da habe ich jetzt insgesamt 3 bekommen. Leider gab es nicht mehr. Lass mich mal vorbei aber hier. Auf den anderen sind doch Einhörner drauf. Und genau, das hier ist der neutrale. Ich wollte eigentlich alle so. Die haben 19 € gekostet. Das finde ich vom Preis her in Ordnung. Ich habe übrigens nicht gesagt, mit Rollen. Die anderen kosten bei Amazon mittlerweile, da müsst ihr eingeben, Schubladencontainer oder Rollencontainer. Die gibt es von der Marke Amazon Basics und es gibt sie von der Marke Oyama oder so, irgendein japanischer Name. Die kosten fast 50 € mittlerweile im normalen Listenpreis. Extrem teuer pro Stück, sei angemerkt. Immer wieder zu Prime Days und so weiter gibt es die um ungefähr 20, 25 €. Also wenn ihr die um den Preis kaufen könnt, dann schlagt zu. Bei Hofer oder Aldi gab es jetzt diese hier. Die haben unten sogar Rollen. Sind viermal, ich glaube, das habe ich jetzt nicht genau gesehen. 7 Liter, wenn ich mich nicht täusche, oder sind das mehr? Ich weiß es jetzt gar nicht. Mega. Die habe ich auch jetzt gekauft, nicht für Ritas Minifigurenwelt, sondern auch um größere Teile an Sammlungen hier einzuräumen. Das steht jetzt mal hier, das geht sich nämlich wirklich, wirklich genau aus. Hier mit dem Klappbock. Und wenn wir nach hinten schauen, da möchte ich Rita und euch dann auch noch die letzten zeigen mit den Einhörnern. Kurzer Schwenk über diese wunderbare Stadt. Ich wollte eigentlich mehr neutrale Schubladencontainer kaufen, hat es aber leider beim Hofer ganz in der Nähe von uns nicht mehr gegeben. Jetzt haben wir 2 noch für Kinder oder für, ich weiß nicht, Mädchen mit Einhörnern drauf. In rosa.
Ich finde die grandios. Egal, wir werden auch hier unsere Teile einräumen und da können wir so alles Mögliche man sieht das, glaube ich, weiß nicht, ob man das auf der Kamera so gut sieht, so ein Pfirsichfarben, glaube ich, nennt man das. Also es ist nicht direkt pink, aber es ist so, ja, sehr helles Orange, Rosa. Christoph hat schon den Container zerlegt. Auch hier werden wir, hoppla, egal. Seht, die Qualität ist also nicht besonders gut, aber egal. Und das letzte ist also, wir haben auch hier wieder ein bisschen nachgekauft. Ihr fragt uns ja immer, wann es wieder diese Schubladen, Kleinteile, Sortimentscontainer gibt. Da hat es jetzt in der letzten Zeit leider weder bei Lidl noch bei Hofer welche gegeben, aber aus welchem Grund auch immer, derselbe Hofer, der diese großen Container hatte, hatte auch noch 2 dieser Container hier im Abverkauf um, ich glaube, 3,99. Ich habe dann die Mitarbeiterin gefragt, sie hat gesagt, sie weiß es nicht, die sind im Lager übrig geblieben, die verkaufen sie jetzt ab, die habe ich dann gleich genommen, aber die gibt es momentan nicht. Die sind sehr praktisch und die verwenden wir eigentlich jetzt hauptsächlich für unsere Teile. Ja. Das Problem ist halt natürlich bei Teilen, wo wir sehr viele davon haben, Wasserfliesen, alles Mögliche. Da hat man dann wirklich teilweise 6, 7, 8 dieser Lädchen und das ist dann nicht mehr unbedingt bequem zum einerseits sortieren und andererseits zum Rausholen. Und nicht nur das Problem, sondern auch auf der Kamera weiß ich nicht, ob man das sieht. Alter, das oben ist schon sehr schief jetzt. Das steht schon ziemlich von der Wand weg. Ja. Und das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Also mir geht es da eigentlich noch ganz gut. Das ist so mehr oder weniger stabil. Oh! Wow! Das war jetzt der Vorführeffekt. Aber es war, glaube ich, gar nicht ich, sondern unser Feuerwehrfreund, der hier runtergefallen ist. Also vielleicht müssen wir uns da doch mal was überlegen. Der Grund, warum wir das noch nicht fix an die Mauer angeschraubt oder angenagelt haben, ist, weil sehr oft, die sind thematisch sortiert, das heißt, wir haben hier eines für den Strand, eines für Bäume, eines für Gehsteige und ich sehe immer wieder Leute, die mit einem ganzen Kasten von dannen schreiten, sich den dann hinstellen und mehr oder weniger alle Teile, die sie brauchen, aber hier sollten wir vielleicht wirklich was machen, das ist schon ein wenig wackelig hier. Gut, das war's. Ja. So viel also dazu. Hier werden jetzt immer mehr Lädchen ausgeräumt und die größeren Positionen dann in die großen Container eingeräumt. Und dann haben wir eine schöne Ordnung beisammen und wissen, wo was zu finden ist. Wie ihr seht, wir verbauen jetzt sehr, sehr viele Teile, die ich zum Beispiel am Anfang nicht gefunden habe. Ja. Ich werde jetzt dann mal irgendeinen Nagel suchen und wenigstens den oberen Kasten hier etwas andübeln, oder wie nennt man das? Ja. Schaut euch mal an, ich glaube, Rita hat hier ein bisschen übertrieben. So sieht das dann aus. Diese, weiß ich nicht, wie man die nennt. Das sind gar nicht alle. Diese Sumpfpflanzen haben wir aber hier oben auch noch in einer Lade und in Olivgrün und die mittelgrünen sind dann hier und ich glaube hinten haben wir aber auch noch welche und hier sind gemischt auch noch welche drinnen, hier sind auch noch mittelgrüne. Also das ist ein komplettes Chaos. Was wir da jetzt machen werden, ist einmal alle, und damit meine ich wirklich alle Farben dieser Sumpfblumen oder Sumpfgräser in so eine Lade rein und dann nimmt man sich, was man braucht und fertig. Muss hier nicht mit den Containern sich rumschlagen. Quälen. Ja. Das war's von meiner Seite. Rita, ich weiß nicht, ob du noch eine Ankündigung zu machen hast. Nein. Ansonsten sortiert auch ihr eure Steine. Sortiert auch ihr schön. Und schaut, dass euch keine auf den Kopf fallen. Das auf jeden Fall. Ja, eigentlich war das Video ja über die neuen Kästen und gar nicht über das hier. Das stimmt. Also macht's gut und passt auf euch auf. Lego kann ja auch gefährlich sein. Viel Spaß beim Sortieren und beim Bauen. Tschüss. Tschüss.